Farbe im Hintergrund unschwer erkennen könnt, bin ich hier im sogenannten Blauen Wald in der Nähe von Brüssel unterwegs. Heute Morgen haben wir schon den ersten Workshop Vormittag hinter uns gebracht und morgen früh geht es dann weiter mit der nächsten Gruppe. In diesem Video, auch wieder aus der Reihe Meine Workshop Locations, möchte ich euch dieses Gebiet hier einfach mal ein bisschen in Videosequenzen und vor allen Dingen auch in Fotos vorstellen, sodass ihr wie immer in dieser Videoreihe einen Eindruck davon bekommt, was euch hier erwartet. Blau, das kommt daher, das sind halt wilde Hyazinthen, die hier blühen in einem Gebiet von ca. 550 Hektar. Also es ist relativ groß. Super zu erreichen ist das natürlich mit dem Fahrrad bzw. um hier rumzufahren. Hat das sehr viele Vorteile, weil das eigentlich schon sehr, sehr weitläufig ist. Deswegen beschränken wir uns hier bei dem Fotoworkshop auf einen relativ kleinen Teil. Ich bin jetzt hier, wo wir auch morgen früh mit den Teilnehmern sein werden, um den Sonnenaufgang, der ist quasi dann in diese Richtung. Der wird wahrscheinlich morgen früh auch sichtbar sein, sodass wir da mit Sicherheit einige schöne Fotos machen können. Und heute Abend fotografiere ich einfach in die andere Richtung. Dafür ist dieser Spot hier eigentlich sehr, sehr gut geeignet, denn dann hat man quasi den Sonnenuntergang auf der anderen Seite. Und vom Bewuchs her ist das halt hier sehr, sehr ähnlich. Es ist sehr dicht, was den Reiz halt hier ausmacht, sind natürlich im Frühling diese jungen grünen Buchenblätter im Kontrast zu den blauen Hyazinthen hier auf dem Boden, die so ein bisschen noch durchzogen sind von weißen Buschwindröschen, die hier im Moment auch noch blühen. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier lange reden, zeige ich euch einfach mal die ersten Fotos, die hier so beim Sonnenaufgang entstehen können und werde daher noch ein bisschen was zu Objektivauswahl sagen, denn es ist vielleicht ein bisschen anders, als manche so von der Landschaftsfotografie erwarten würden. Aber erstmal viel Spaß mit den Fotos. Wie ich ja eben schon gesagt habe und wie es ihr vielleicht auch den Bildern entnehmen konntet, man kann hier natürlich sehr schöne Weitwinkelfotos machen, so im Bereich 24 bis 35 mm hier an dem Spot. Aber was hier genauso gut funktioniert, sind eben Fotos mit längeren Brennweiten, da man da eben in die zweite, dritte Baumreihe hier hereinkommt und sich eben so hier an Details versuchen kann. Das Weitwinkel verleitet hier, man möchte halt möglichst viel von dieser Blütenpracht hier drauf bekommen, hat aber auch den Nachteil, dass wenn die Blüten nicht so dicht stehen, so wie hier am Rand jetzt zum Beispiel, und ich fotografiere das zu weitwinklig, dann wirken die Blüten, die relativ nah am Objektiv stehen, eben sehr, sehr weit gestreckt und es sieht eben gar nicht mehr so füllig von der Blüte her aus, wie es in Wirklichkeit ist. Mache ich das mit einem Teleobjektiv, habe ich im Grunde das komplette Gegenteil. Das heißt, die Blüten wirken einfach ein wenig dichter, als sie in Wirklichkeit sind. Und das kann man sich hier an diesem Spot eigentlich sehr, sehr schön zunutze machen. Was natürlich nicht fehlen darf bei meinen Workshops, ist die Mehrfachbelichtung. Für einige sicher ein gruseliges Thema. Ich finde es aber hier an diesem Standort eigentlich auch sehr, sehr schön. Was ich hiermit erreichen möchte, ist, dass ich noch einen träumerischen Look erzeuge, als es vielleicht ohnehin schon ist. Und damit, das erreiche ich dadurch, dass ich jetzt ist das Screen wieder aus,
eine scharfe Belichtung mit einer leicht unscharfen Belichtung kombiniere. Und das ergibt dann eben hier an diesen Kontrastkanten an den Bäumen so einen leichten Glow-Effekt. Ne? Eben warten, bis die Fahrradfahrer vorbei sind. Genau, man sieht das vielleicht auf den ersten Blick nicht immer direkt am Display, aber wenn man dann mal ein bisschen reinzoomt, dann sieht man halt diesen leicht träumerischen Effekt, den man eben damit erreicht. Und wie stark dieser Effekt ist, das steuere ich ganz einfach dadurch, wie unscharf ich die zweite Aufnahme hier mache. Ich mache das jetzt hier mal. Ich gehe hier mal ins mein Kameramenü auf die Mehrfachbelichtung. So, jetzt habe ich ein scharfes Foto. Dann mache ich das zweite unscharf. Und dann kombiniert die Kamera das. Und wie das in groß aussieht, man sieht es hier vielleicht am Display, wahrscheinlich spiegelt es aber zu stark. Oder beziehungsweise andere Motive, die wir hier, beziehungsweise ich in diesem Stil gemacht habe, das zeige ich euch jetzt hier sofort im Anschluss. Was wir hier natürlich auch machen, sind Fotos von Einzelpflanzen bzw. Pflanzen mit der Umgebung. Und das habt ihr ja vielleicht in einem anderen Video von mir schon gesehen. Ich gehe da ganz gerne ein bisschen unorthodox vor. Ich stelle halt hier den manuellen Fokus ein und halte mir dann irgendetwas, zum Beispiel hier die Blätter oder eine andere Pflanze oder ein Farn, sehr dicht vor die Kamera und versuche dann, während ich manuell zoome, einfach den Sucher so ein bisschen zu bewegen, um dann hier auf dem Display zu sehen, was ich hier für Pflanzen habe. Welche das jetzt hier ist, das muss mich ja dabei eigentlich gar nicht interessieren. Hauptsache, es sieht so aus, wie ich es gerne haben möchte. Und ich hätte gerne, die Sonne kommt von da, also perfekte Bedingungen, schöne Unschärfekreise im Hintergrund. Den Hintergrund suche ich mir eben auch entsprechend aus, indem ich die Kamera hier immer leicht bewege. Ob das jetzt hell ist oder dunkel ist. Man kann natürlich auch hier sehr, sehr gut mit manuellen Über- oder Unterbelichtungen spielen, um dem Foto nochmal so einen leichten Kick zu geben. Und das werden wir jetzt hier mal versuchen. Die Ergebnisse davon seht ihr jetzt hier gleich im Anschluss. Wenn ich dann mal mehr Umgebung drauf haben möchte und kein Weitwinkelobjektiv habe, was eine sehr nahe Naheinstellgrenze hat, dann kann ich natürlich auch mit dem Teleobjektiv hier Panoramen machen, sogar mehrreihige. Das heißt, ich fahre einmal oberhalb meiner Pflanze den Bereich ab und dann den Bereich mit der Pflanze und setze das eben entsprechend zusammen. Und dann habe ich quasi die Wirkung von dem Teleobjektiv, also einen relativ schmalen Bildwinkel, eben kombiniert mit der Tatsache, dass ich halt noch viel Umgebung hier mit einfangen kann. Und wie das aussieht, das seht ihr jetzt hier im nächsten Beispielfoto.
Eine weitere der hier wirklich schier unerschöpflichen Bildideen wäre, dass man mit einem Weitwinkelobjektiv sehr, sehr nah an eine Pflanze hier rangeht, eben so nah, dass man sie noch scharf stellen kann und dann eben einfach den Hintergrund hier mit drauf nimmt. Also das gleiche, was ich quasi eben mit dem Teleobjektiv gemacht habe, wo ich ein Panorama erstellt habe, kann man natürlich auch mit einem Weitwinkelobjektiv machen. Das heißt, man zeigt hier sehr viel Umgebung mit der klassischen Weitwinkelperspektive, hat aber hier im Vordergrund noch so ein Einzelpflänzchen stehen. Ja, da muss man aber aufpassen auch, dass man nicht zu viel Himmel drauf hat. Aber das ist halt mal eine ganz andere Perspektive, als man es so vielleicht kennt. Ja, was hier und nicht nur hier, sondern generell auch schnell wichtig wird, ist die Wahl des richtigen Fokuspunktes. Solange ich sehr weitwinklig unterwegs bin, habe ich da vielleicht noch nicht so ein Problem mit. Aber ich habe es ja eben in einem der vorherigen Clips schon mal gesagt, dass wir hier relativ oft mit Telebrennweiten unterwegs sind. Und da kann es aber natürlich auch sein, dass ich einen Schärfenbereich haben will, der von vorne bis hinten verläuft. Und mit Telebereich meine ich schon auch leichtes Tele, so um die 70 mm oder auch schon 50 mm von mir aus, in so einer normalen Brennweite. Auch da kann ich schon die Problematik haben, dass ich eben nicht eine durchgehende Schärfe im Bild erreiche, wenn ich sie dann haben möchte. Klar kann man sagen, okay, dann blende ich eben einfach auf Blende 16 ab. Das hat aber den Nachteil, dass dann eben so eine Beugung an dem kleinen Blendenöffnung hier stattfindet und das möchte man dann letztlich auch nicht haben. Dem Ganzen kann ich einfach aus dem Weg gehen, indem ich eben verschiedene Fotos mache und einfach nur während der Fotos, nicht während der Fotos, sondern innerhalb dieser Fotoreihe den Fokuspunkt ein Stückchen weiter verschiebe. Wie viele Fotos ich mache, das hängt dann wieder letztlich von der Szenerie ab, die ich abbilden möchte. Je näher etwas dran ist und desto mehr Schärfentiefe ich haben will, desto mehr Fokusbilder brauche ich halt, um einen durchgehenden Fokus in dem Bild letztlich zu bekommen. Das können viele Kameras mittlerweile automatisch. Das nennt sich dann Focus Stacking. Ein Schritt weiter ist das dann. Das heißt, die Kamera macht die verschiedenen Aufnahmen selbstständig und schraubt dann quasi sozusagen das Foto zu einem einzelnen zusammen. Das ist dann aber in den meisten Fällen nur noch ein JPEG. Man hat aber im Normalfall dann die Einzelfotos auch noch als RAW-Datei zur Hand und kann die dann in einer geeigneten Software, wenn einem das Ergebnis der Kamera nicht passt, dann selber zusammenfügen. Und direkt die nächste Motividee hier hinterher. Ihr ahnt es vielleicht schon, man sieht hier diese sehr, sehr langen Schatten, in diesem Fall hier am späten Abend. Das kann man natürlich früh morgens genauso gut machen. Und damit lassen sich natürlich auch sehr, sehr schöne Fotos komponieren. Hier ist man dann tatsächlich mal eher im Weitwinkelbereich unterwegs, muss aber auch hier wieder darauf achten, dass man nicht zu viel Himmel, jetzt haben wir gerade hier, die Sonne kommt halt von da hinten, man sieht es natürlich am Schattenverlauf. Wenn wir da zu viel Himmel drauf haben, dann ist es halt wieder sehr, sehr hell oben am Bildrand und dann geht einfach dieser ganze Effekt hier letztlich verloren. Und man schaut so ein bisschen auf die Komposition oder ich mag es ganz gerne, wenn eben links und rechts möglichst kein Baum angeschnitten ist. Das ist hier bei dem Szenario, wie man sich hier denken kann, nicht so ganz einfach, aber mit ein bisschen Sorgfalt bekommt man das eigentlich ganz gut hin. Und es empfiehlt sich auch, dass man vielleicht an einer Stelle mal bleibt und sich vielleicht auch nur minimal bewegt, anstatt einmal durch den Sucher zu gucken und zu sagen, okay, der Baum stört, der Ast stört, dies stört, das stört. Da neigt man ja dann schon mal gerne zu, geht wieder ein Stück weiter und stellt fest, eigentlich ist es da genauso. Einfach vielleicht nur mal ein bisschen die Perspektive ändern, das kann deutlich mehr helfen, als dass man hier in der ganzen Straße hier, auf dem Feldweg hier, umherirrt und immer nach neuen Kompositionen sucht. Das führt letztlich nur dazu, dass der Frust dann überhand nimmt und die Bilder nicht wirklich besser werden. Also als Tipp am Rande, bleibt einfach mal in einem begrenzten Raum stehen. Nehmt euch vielleicht auch mal vor, okay, ich mache jetzt Fotos mit einer Weitwinkelbrennweite und habt so eine gewisse Vorstellung im Kopf, was ihr machen möchtet. Das ist auch immer so ein Tipp, den ich den Teilnehmern hier ganz gerne mitnehme. Und wie das aussieht, dieses Spiel mit dem Licht, seht ihr wie immer im Anschluss an diesen Clip.
Ein weiterer recht bekannter, aber auch wirklich sehr, sehr schöner Spot sind hier diese Geländeüberschneidungen hier im Hintergrund. Ich hoffe, man kann das hier sehr gut sehen. Ihr seht es aber gleich auch noch mal im Foto. Schwierigkeit hierbei ist, dass natürlich wieder sehr viele Bäume hier immer den Blickwinkel so ein wenig verstellen, was dem ganzen Bild dann so ein bisschen den Eindruck gibt, dass man direkt vor einen Baum schaut. Das sollte man hier vermeiden. Das geht aber. Man muss versuchen, eine relativ hohe Aufnahmeposition zu erreichen. Also Leute, die deutlich größer sind als ich und auch noch ein größeres Stativ haben, sind da eindeutig im Vorteil, aber man bekommt das auch so hin. Auch hier sind wir schnell wieder in der Situation, dass wir einen Fokus-Stack brauchen, wenn man die Blumen hier im Vordergrund scharf haben möchte und eben auch Schärfe im Hintergrund haben möchte. Denn, wie glaube ich schon sehr, sehr häufig erwähnt in diesem Video, sind wir auch hier so im leichten bis mittleren Telebereich unterwegs. Was man hier auch machen kann, habe ich auch schon gemacht, ist ein Panorama, indem man halt diese ganze Szene hier abfährt. Das geht folgendermaßen: Man stellt zum einen eine manuelle Belichtung ein und zum zweiten muss der Fokus manuell gesetzt werden. Denn wenn der innerhalb dieser Aufnahmen springt, dann sieht das irgendwo immer komisch aus. Vermeiden sollte man dabei aber, dass Bäume relativ nahe stehen, wenn man das Ganze aus der Hand macht, so wie wir das hier meistens machen. Denn wenn halt eine Linie sehr, sehr nah am Objektiv ist, dann führt das eben, wenn man kein Spezialequipment wie einen Nodalpunktadapter hat, eben schnell zu Verzeichnungen und dann stehen die Bäume halt so versetzt. Wie gesagt, dem kann man ein wenig aus dem Wege gehen, indem man versucht, Bäume, die nah stehen, eben nicht mit ins Bild einzubauen. Und wie das Ganze hier aussieht als Panorama oder auch als Einzelfoto, das seht ihr jetzt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video einen kleinen Einblick geben, was euch hier für Fotos im sogenannten Blauen Wald erwarten. Wenn ihr vielleicht selber mal bei einem Workshop dabei sein wollt oder auch außerhalb des Workshops den Ort hier mal besuchen wollt, habt ihr vielleicht ein paar Anregungen bekommen, was man hier so anstellen kann. Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Auch von den Teilnehmern kommt immer mal wieder Input oder sie bereichern sich im Grunde gegenseitig. Aber das ist ja auch letztlich so der Sinn des Workshops. Wie immer gebe ich vielleicht so ein paar Zielfotos nach oder zeige zum Beispiel hier an dieser Location mal ein Foto, was ich hier gemacht habe. Und so eine Aufgabenstellung wäre, dass die Teilnehmer, die da Lust drauf haben, das Foto einfach mal versuchen nachzumachen. Da muss man natürlich so ein bisschen nachdenken. Wie kann er das gemacht haben? Was für eine Brennweite könnte das sein? Ich gebe dann vielleicht noch mal den einen oder anderen Tipp. Aber durch sowas lernt man eben einfach ein wenig das Auge zu schulen und so einen gewissen Blick für die Perspektive und auch für die Brennweite dann zu bekommen. Okay, dann würde ich sagen, wie immer freue ich mich natürlich nach wie vor, wenn euch das Video gefallen hat und auch wenn ihr meinen Kanal abonniert und somit dann auf dem Laufenden bleibt, wenn wieder ein neues Video erscheint. In diesem Sinne, wie immer, viel Spaß bei der Fotografie und bis zum nächsten Mal.